Mich triggert sofort 4-mal so viel. Ich merke im 6. Monat was in der BWA oder unterm Strich, sagen wir es mal so. Ich merke nach 3 Monaten, wow, fühlt sich gut an. Ja, hilft mir für die nächsten 3. Es hebt das Gewicht auf den Schultern. Ich habe es mir gerade Ja, vorgestellt und bin gerade schon wieder hochgegangen. Was ist die spannendste, die neueste Sache, die aus den USA nach Deutschland schwappen wird, wenn es um Unternehmenserfolg geht und um bessere Strukturen und Organisationen im Unternehmen? Darüber werden wir heute sprechen mit Diana Walter. Hallo. Ganz kurz, du bist heute nicht alleine da, du hast ja auch gleich noch Verstärkung mitgebracht. Ja. Deine erste Mitarbeiterin, deine älteste Mitarbeiterin, Emma. Ja, Emma hat mir bei den Vorbereitungen für unser Gespräch heute geholfen, aber die ist so müde, deswegen wird die wahrscheinlich nicht mitdiskutieren. Okay. Zu dir, Diana, du bist Action Coach, das heißt, du unterstützt Unternehmer dabei, persönliche Ziele schneller zu erreichen und darum geht es ja eigentlich auch immer, wie kann man mehr schaffen in der gleichen Zeit. Und jetzt haben wir ja einen Vorteil. Du bist ja nicht alleine unterwegs, sondern machst das in einem riesengroßen Netzwerk, das international unterwegs ist. Und dadurch hast du immer auch ein ganz nahes Ohr an den Entwicklungen in den USA. So, also was ist der neue Scheiß, den es gibt? Ja, genau. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs bei den anderen Action Coaches in der Welt. Wir haben weltweite Videokonferenzen. Ich habe einen schnellen Draht per Telefon, wenn ich mal ein spezielles Thema habe, das ich von meinen Kunden transportiert bekomme, aber eben nicht weiß, wie es national und international gelöst wird. Und da habe ich letztens mit einem Kollegen Kevin aus Kalifornien telefoniert und Kevin sagte zu mir, dass die seit Jahren den Trend spüren, dass sich mittelständische Unternehmer einen Beirat freiwillig leisten, also sich selbst etwas Gutes tun und einen Beirat engagieren, den sie 1, 2, 3 Mal im Monat sehen, mit dem sie strategische Sachen diskutieren und der ihnen so ein bisschen auch beim operativen Geschäft Feedback gibt. Und das ist eine Sache, die haben wir in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Wir haben zwar für größere Unternehmen die Verpflichtung, einen Beirat zu haben und das ist dann auch im Gesellschaftervertrag verankert, aber diese freiwillige Art, ich mag dieses Wort nicht, aber einen Sparringspartner zu nehmen und mit dem regelmäßig Strategien und Ergebnisse zu diskutieren, das ist etwas, was gerade über den Ozean nach Deutschland schwappt. Also wir kennen ja bei einer AG den Aufsichtsrat. Du hast ja gesagt, ab einer gewissen GmbH-Größe braucht man auch sowas wie einen Beirat. Und jetzt sagst du, eigentlich ist so der Trend, wer kann, macht's. Was heißt das denn genau? Wie muss ich mir so einen Beirat vorstellen? Also du kannst dir freiwillig jemanden suchen, mit dem du gut kannst. Sollte jetzt nicht unbedingt jemand sein, der aus deiner Bekanntschaft oder Freundschaft kommt, sondern sollte schon ein externer Partner sein, der auch eine Ausbildung hat und der auch weiß, wie das Unternehmertum sich anfühlt und wie man auf Krisen oder auf Herausforderungen reagiert. Aber man sucht sich einen Generalisten und dieser Generalist hat im Normalfall ein sehr großes Netzwerk. Das heißt, du suchst dich jetzt mir als Beirat aus und ich komme einmal im Monat zu dir und du erzählst mir, im nächsten Jahr muss ich hier ganz schön investieren, weil wir müssen unsere Geschäftsprozesse digitalisieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Dann sage ich, okay, in welche Richtung geht es denn? Wir machen eine Kurzanalyse und beim nächsten Mal bringe ich die Experten mit, nämlich einen Experten für Dokumentenmanagementsysteme, einen Experten für Warenwirtschaftssysteme oder einen Experten für IT-Systeme, was auch immer die Herausforderung ist. Dieser Experte begleitet uns dann für einen Monat, 2 Monate, 3 Monate. Und dann ist das Projekt erledigt und wir gucken, was ist die nächste Herausforderung im nächsten Quartal. Okay. Das heißt, ich bin dein Beirat, wir arbeiten regelmäßig zusammen, aber immer dann, wenn es an spezifische Themen geht, bringe ich jemanden aus unserem Netzwerk dazu, der Fachexperte ist in dem, was du gerade als Herausforderung hast. Also es ist sozusagen eine Beratungsschnittstelle. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt nochmal so in der Logik, das ist so das Bild vom Beirat, wir haben ja immer den Aufsichtsrat im Kopf, da ist ja so, der Vorstand muss dem Aufsichtsratsvorsitzenden ja Rede und Antwort stehen, weil er vertritt die Gesellschafter. Wie würdest du das jetzt in dieser Situation sehen? Machen das die Amerikaner in ihrer Beiratsidee auch so oder wie funktioniert das? Nee, das ist anders. Das ist mehr auf Augenhöhe. Wenn du dir überlegst, du hast ein deutsches Unternehmen und das hat einen Beirat und der setzt sich zusammen, meistens aus jemandem Prominenten, damit man ein bisschen PR kriegt, aus irgendeinem Älteren, der als Business Angel oder der als Fachexperte schon einiges hinter sich hat. Und dann hast du noch 2, 3 Leute und die kosten dich im Jahr 250.000 €. Als GmbH kannst du die Hälfte davon absetzen. Das heißt, 125 sind schon mal durch den Wind und sind noch nicht mal Kosten.
Du hast aber niemanden, der Erfahrung aus dem Operativen mitbringt oder der gerade auf der Höhe der Zeit ist, so wie du herausgefordert wirst aus deinem Geschäft heraus. Egal, ob das zum Beispiel über die digitale Transformation oder Industrie 4.0 oder was auch immer geht. Wenn du aber dieses neue Konzept, was aus Amerika kommt, anwendest und sagst, okay, ich habe einen Lead-Beirat, der hat ein Netzwerk von Experten und das, was ich gerade vor mir habe, dieses Projekt, das mir vor der Brust schwebt, da bringt er einen richtigen Experten mit und wir machen ein Quartal lang nur dieses Thema oder ein halbes Jahr lang nur dieses Thema. Das ist der große Unterschied. Die normalen Beiräte sind eigentlich mehr, naja, lass es mich böse ausdrücken, Frühstücksdirektoren. Und auf der anderen Seite hast du Unternehmensberater, die kommen, machen dir ein Konzept und sind dann wieder weg. Aber du hast eigentlich als Unternehmer keine dauerhafte Begleitung. Und das ist dieser Trend. Du hast einen Beirat, der ist dauerhaft bei dir. Der bringt sein Netzwerk mit und das ist jemand, mit dem du Sachen durchdiskutieren kannst. Normale Beiräte treffen sich 1-2 Mal im Jahr. Da hast du nicht viel davon. Da ist es auch zu spät, um manchmal noch irgendwelche Stellschrauben zu drehen und das Ergebnis des Unternehmens zu verändern. Also regelmäßiges Treffen, hast du gesagt, ist Erfolgsfaktor. Wechselnde Zusammensetzung, wenn ich es richtig raushöre, Erfolgsfaktor, den du da aus den USA wahrnimmst. Vielleicht noch mal eine Frage zu dieser Person, wenn ich die jetzt suche. Also wenn ich mich auf die Suche nach der, ich sag mal, doch wieder mit Aufsichtsrat, den Aufsichtsratsvorsitzenden suche. Weil der Rest, den macht dann sozusagen... Nenn ihn Lead-Beirat. Lead-Beirat, okay. Und wenn dieser Lead-Beirat, also du hast gesagt, auf Augenhöhe sollte unternehmerisches Handwerk begreifen. Genau, er braucht eine entsprechende Ausbildung. Also er sollte natürlich betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Er sollte sehr viel Erfahrung in der Betreuung von Unternehmern haben. Da bietet sich natürlich ein Coach oder ein Unternehmensberater an. Aber auf der anderen Seite muss er auch, genauso wie der Unternehmer, dieses innere Bedürfnis der Weiterentwicklung haben. Manchmal gehe ich auch zu Kunden und stelle fest, oh, das ist ein Problem, das hat mich noch nie betroffen. Aber nächste Woche lass uns drüber sprechen. In der Zwischenzeit arbeite ich mich ein und finde heraus und recherchiere. Das heißt, du brauchst einen Lead-Beirat, der dich auch pusht, der dich als Unternehmer auch so ein bisschen schubst und sagt, du musst das jetzt lernen. Also ist so, Sparringspartner, mag ich nicht das Wort, aber am Ende des Tages ist es jemand, mit dem du diskutieren kannst, wo du dich auch nicht schämen musst, wenn du was nicht kannst oder wenn es dir schwerfällt, das zu lernen. Und es sollte jemand sein, der vielleicht auch so ein bisschen Gefühl hat für Konfliktmanagement. Also weil jede Entwicklung in Unternehmen bringt Konflikte mit dir selbst, mit deinen Mitarbeitern, mit unterschiedlichen Teams, mit unterschiedlichen Wissensständen oder Veränderungsbereitschaft. Also es sollte schon so ein bisschen der Generalist sein, der dich unterstützt und der so ein bisschen dir den Rücken stärkt. Rückenstärker ist eigentlich ein schöner Begriff, der nicht so abgedroschen neudeutsch klingt. Bei Rückenstärker würde ich ja an einen guten Freund denken, bei diesem Reiben und Pushen jetzt nicht unbedingt. Was würde ich sagen? Also Freunde nicht oder ja? Der gute Freund ist die falsche Wahl, weil es fällt dir irgendwann schwer, dem guten Freund auch zu sagen, das funktioniert so nicht, du musst das verändern oder du musst dazulernen, du musst es anders machen. Das ist schwierig, wenn du jemanden als Freund hast, den du ja eigentlich auch nicht als Freund verlieren willst. Dann bist du vielleicht auch als Rückenstärker so ein bisschen kompromissbereiter, als du sein müsstest, weil du ihn nicht als Freund verlieren möchtest. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe es am Anfang auch gemacht und habe für Freunde den Lead-Beirat gespielt. Ist in die Hose gegangen, macht keinen Sinn. Also entweder behältst du den dann als Kunden oder du behältst ihn als Freund. Aber beides funktioniert nicht. Also jemanden suchen, würdest du sagen, den du davor noch nicht zu sehr kanntest. Genau, also jemand, den man vielleicht lose mal bei einem Netzwerkevent getroffen hat und kennengelernt hat, der einem so ein bisschen grundsympathisch ist, wo so die Chemie stimmt, wo man gemeinsam Scherze macht und vielleicht ein gemeinsames Hobby oder ein gemeinsames Thema hat. Und mit dem dann in die Tiefe gehen und sagen, okay, das ist einer, dem kann ich mich öffnen, dem kann ich irgendwann auch mal Sachen sagen, die ich mir bisher gar nicht getraut habe auszusprechen. Okay, du hattest gerade erzählt, dass du ganz viel über diesen Trend aus den USA auch durch verschiedene Gespräche aus den USA mitgenommen hattest mit Kevin. Wie macht's der? Also mal hands-on, also ich nehme an, also was sagt er ist, wenn man es jetzt nochmal so in Richtung Mehrwert auch mal trimmen, was bringt's hart dem Unternehmer, wenn jetzt so einen Lead-Beirat sich ins Haus holt? Also Kevin hat, wenn ich mich richtig erinnere, 7 oder 8 Unternehmer, die er jetzt als Lead-Beirat betreut. Da ist er 1 bis 2 Mal im Monat für normale Gespräche und dann kommen noch irgendwelche Projektmeetings oder Netzwerktreffen, wo er dann Spezialisten mitbringt dazu. Und er sagt, am Ende des Tages ist es extrem anstrengend für ihn als auch für den Unternehmer. Aber die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen, wo er Lead-Beirat ist, sich verändern und am Markt
wachsen und sich stabilisieren, ist was hat er gesagt, das 4,5-fache stärker als bei normalem Business Coaching. Also er hat Business Coaching Kunden, die betreut er ein halbes oder dreiviertel oder ganzes Jahr. Und dann sind die ja wieder sich selbst überlassen. Bei so einer Beiratsgeschichte, die läuft ja über mehrere Jahre, wenn es gut läuft. Und da sagt er, ist der Effekt, der dauerhafte Effekt, diese Verantwortlichkeit, die du als Unternehmer spürst, weil du jemanden hast, der dich ein halbes Leben lang unternehmerisch begleitet. Dieser Verantwortlichkeitseffekt ist wesentlich höher und bringt dadurch euch wesentlich höhere Ergebnisse, als wenn du nur mal für eine Weile so eine Business-Coaching-Begleitung hast. Also Ergebnisse wirklich auf Gewinn gemünzt. Genau. Sogar. Also wir sprechen nicht über, ich meine, man hat ja viele Sachen, so wie viel Kunden hast du und wie viel Umsatz machst du, das ist alles nice, aber das bringt ja nichts. Am Ende des Tages ist ja der Gewinn das Ausschlaggebende. Und das ist das, was er auch sagt, so dieser 4,5-fache Faktor-Effekt, da ist ein Teil Gewinn, ein Teil ist aber auch persönliche Freiheit des Unternehmers. Also man darf nicht unterschätzen, Gewinn ist für viele relativ, viele haben ausreichenden Gewinn, definiere ausreichend, können wir später drüber reden, aber viele haben nicht das Gewinnproblem, sondern sie haben dieses persönliche Freiheitsproblem. Die fühlen sich in so einer Tretmühle, obwohl das Geschäft eigentlich läuft. Und dann ist es natürlich mit so einem Lead-Beirat einfacher, aus so einer Tretmühle rauszukommen und sich selbst und das Unternehmen dahingehend zu verändern, dass man ein zufriedenes Leben führt. Also du weißt, ich habe ja so dieses Motto, weil jeder Unternehmer seine eigene heile Welt verdient hat. Ich bin ja der Freund der heilen Welt. Und das ist dann schön zu sehen. Also ich habe das jetzt mit 2 Kunden in Deutschland angefangen. Wir sind jetzt seit Februar und seit März in dieser Lead-Beirat-Geschichte. Und man merkt schon, dass es so langsam anfängt, Bewegung zu bringen. Das wollte ich auch noch fragen. Also wie schnell würdest du sagen, jetzt auch aus der eigenen Erfahrung heraus, wie schnell merkt der Unternehmer, das Invest, das ich da tätige, lohnt sich? Also wenn du es an den Zahlen machst, brauchen wir bestimmt ein halbes Jahr, bis da unten bei der BWA was rauskommt, was anders aussieht, als es vorher war. Wenn du dieses persönliche Gefühl fragst, dann kannst du mal 2 meiner Kunden fragen, die das vielleicht jetzt auch gerade gucken. Das geht relativ schnell. Also spätestens nach dem 3. Monat kommt so dieses, ich bin so froh, dass ich jemanden habe, mit dem ich das alles teilen kann. Also die Last, die mir als Unternehmer auf der Schulter liegt, die ist ja dann nicht, die ist ja nur noch halb so schwer. So wie man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. So ähnlich kommst du dir als Unternehmer dann auch vor. Du weißt, da ist immer jemand regelmäßig da, dem kannst du dein Leid klagen, dem kannst du aber auch sagen, hey, ich habe das und das geschafft. Und dann kommt der und klopft dir auf die Schulter und sagt, guck mal, hättest du vor einem halben Jahr nicht gedacht. Wie ist denn das? Also Coaching machst du ja schon seit über 4 Jahren. Jetzt kommt diese Beiratskonstellation, ich nenne es mal das Produkt Beirat, Lead-Beirat dazu. Wie bist du der noch bessere Lead-Beirat aufgrund der Erfahrung? Und wann würdest du heute sogar noch sagen, lieber Coaching, weil das ist die Person, die es braucht? Also um es mal abzugrenzen. Wann würdest du sagen Coaching, wann würdest du sagen, hol dir einen Lead-Beirat? Also ich glaube, wenn ich von Anfang an die Idee des Lead-Beirats vor 4 Jahren gehabt hätte, wäre ich ein schlechter Lead-Beirat gewesen, weil erstens, ich hatte gar nicht das Netzwerk an Experten, die ich mit gutem Gewissen hätte mitbringen können ins Unternehmen. Und das Zweite ist, ich habe natürlich in den letzten 4 Jahren so viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen gesammelt und mit verschiedenen Problemen, die ich entweder von Kunden mitgenommen habe oder die mir auch selbst als Unternehmer passiert sind, sodass ich jetzt mit mehr Abgeklärtheit, mit mehr Ruhe oder mit mehr Fachwissen in Probleme reingehen kann. Ich hätte es vor 4 Jahren nicht so gut machen können, wie ich es jetzt kann. Wie gesagt, keine Coaching oder kaum Coaching-Erfahrung und kein Netzwerk. Netzwerk ist das A und O heutzutage. Du musst wissen, wen du ansprechen kannst, wenn es um spezielle Unternehmerthemen geht. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, bau dein Netzwerk aus. Okay, verstanden. Also hört sich spannend an. Mich triggert sofort in meinem Unternehmersein 4-mal so schnell oder 4-mal so viel. Ich merke, im 6. Monat war es in der BWA oder unterm Strich, sagen wir es mal so. Ich merke nach 3 Monaten, wow, fühlt sich gut an. Ja, hilft mir für die nächsten 3. Es hebt das Gewicht auf den Schultern. Ich habe es mir gerade vorgestellt und bin gerade schon wieder gegangen. Und also ich habe Interesse. Was muss ich jetzt machen? Wie finde ich diese Person? Ja, fang einfach an, mal zu gucken, hast du jemanden schon in der Vergangenheit getroffen bei irgendwelchen Events oder Veranstaltungen, der dir sympathisch war. Google mal rum nach Who's the best Business Coach in deiner Region. Also natürlich kann man auch den Action Coach nehmen, die sind ja alle schon durch eine Qualitätskontrolle gegangen und haben eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung. Aber es gibt auch sehr gute Unternehmensberater, die eine innere Ruhe haben.
Guck dir an, was hat der früher gemacht, war er in möglichst vielen Branchen und Funktionen unterwegs. Das ist für mich ein sehr großes Kriterium, dass man sozusagen seinen Horizont erweitert hat. Wenn jemand 30 Jahre in einer Firma war, ist es schwierig. Wenn jemand in 30 Jahren in 10 Firmen war, denkt man als Deutscher, das ist was Negatives, aber eigentlich ist es was Positives, weil der sich jedes Mal wieder in eine neue Firma, in eine neue Denke, in eine neue Kategorie reinwursteln oder reinarbeiten musste. Also er sollte, wie gesagt, ein breites Gewissen haben, er sollte ein breites Netzwerk mitbringen und dann, wenn du den nicht findest, dann kannst du zur Not immer noch mich fragen, weil ich kenne auch sehr gute Lead-Beiräte in ganz Deutschland, die ich empfehlen könnte. Super, vielen lieben Dank. Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, ich will 4-mal so viel gewinnen, ich suche mir einen Lead-Beirat, ich fange damit an, einen nicht Sparingspartner, aber einen Rückenstärker, haben wir gesagt, einen Rückenstärker zu finden, der nicht den Anspruch hat, mein bester Freund zu sein, vielleicht der unvernünftigste Freund, weil er sich traut, mir zu sagen, was zu sagen ist, damit ich eben auch diesen Erfolg als Unternehmer schaffe. Und wer da sagt, das will ich haben, der kann sich erstmal mit einer Google-Recherche auf die Suche begeben. Ansonsten gibt es auch noch mal ein paar Hinweise in der Beschreibung. Wenn euch das Thema an sich bzw. Themen rund um das Thema Unternehmertum interessieren, dann drückt auf die Glocke. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch über ein Like freuen.